Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial unserer PubMed-Videoreihe. In diesem Teil zeigen wir euch, wie man in PubMed Suchanfragen speichern kann und wie man diese automatisch aktualisiert. Am besten öffnet ihr PubMed immer über die Startseite der SUB, um alle möglichen Lizenzen für die Volltextsuche nutzen zu können. Wenn ihr an einem Rechner arbeitet, der nicht mit dem Campusnetz verbunden ist, empfiehlt es sich, den VPN-Client der Universität zu installieren. Weitere Informationen zum Zugriff auf E-Medien von außerhalb des Campusnetzes findet ihr auf unserer Homepage. Als Beispiel für eine Suchanfrage geben wir Colitis ulcerosa bei jungen Erwachsenen in die Suchleiste ein. Wir bekommen eine ziemlich umfangreiche Trefferliste. Um diese etwas überschaubarer zu machen, grenzen wir das Suchergebnis ein auf Artikel, die innerhalb des letzten Jahres erschienen sind. Die Trefferliste könnte nun einfach in ein Literaturverwaltungsprogramm, zum Beispiel EndNote, gespeichert werden. Wenn wir uns aber darüber informieren lassen wollen, wenn weitere Artikel zu diesem Thema in PubMed nachgewiesen werden, müssen wir die Suchanfrage als Saved Search direkt in PubMed speichern. Dazu müssen wir uns zuerst ein Konto bei MyNCBI anlegen. Dies ist kostenlos und man muss sich nur mit einer E-Mail-Adresse anmelden. Nun sehen wir, dass wir angemeldet sind und können auf den Reiter Create Alert klicken. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Informationen zur Suchanfrage anzeigt bzw. abfragt, wie wir die Suchanfrage speichern möchten. Zuerst wird ein Name für die zu speichernde Suchanfrage vorgeschlagen, der meistens aus den Suchwörtern besteht. Die Suchwörter werden auch noch einmal aufgeführt. Die Frage nach E-Mail-Updates ist schon automatisch auf Ja eingestellt. Anschließend kann noch genau ausgewählt werden, wie die zeitliche Frequenz der E-Mail-Updates erfolgen soll. Hier sind verschiedene Änderungen möglich. Zum Beispiel können wir einstellen, wie oft wir über neue Suchergebnisse informiert werden möchten. Dann klicken wir auf Save, um die Suchanfrage endgültig zu speichern. Wenn wir jetzt auf unser Konto klicken, sehen wir im NCBI-Account verschiedene Rahmen. Unter Saved Searches sehen wir unsere gerade eben angelegte Suchanfrage ganz oben. Über das Zahnrad können wir die hinterlegten Einstellungen noch einmal bearbeiten. Mit einem Klick auf den Link der Suchanfrage gelangen wir wieder zurück zur Trefferliste in PubMed. Suchanfragen mit E-Mail-Updates für neue Artikel können natürlich auch in anderen Datenbanken angelegt und gespeichert werden. Dies ersetzt zwar nicht die Nutzung eines Literaturverwaltungsprogramms, kann euch aber die Arbeit abnehmen, regelmäßig selber in der entsprechenden Datenbank nach neuen Artikeln zu eurem Thema zu suchen. Solltet ihr Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wendet euch gerne an uns.